Wir sind Valeria und Lukas und zusammen mit unserem kleinen Offroad-Camper reisen wir um die Welt. Das letzte halbe Jahr haben wir auf der wunderschönen arabischen Halbinsel verbracht und starten nun in ein neues großes Abenteuer, einen Roadtrip durch Zentralasien. In dieser Episode erkunden wir die spektakuläre Steppenlandschaft von Mangistau im Nordwesten Kasachstans. Guten Morgen. Wir haben hier direkt an der Kante übernachtet. Es war eine voll windige Nacht. Das Auto hat richtig gewackelt und alles. Aber dafür heute Morgen sieht die Sonne macht ganz schönen Schatten bei den Felsen. Später werden wir dann auch ein bisschen rumfahren und ich glaube, wir kommen auch direkt unten beim Felsen irgendwo rein. Ich habe gestern so Wege gesehen und werden die später mal abfahren. So, wir haben es ins Tal geschafft. Heute Morgen waren wir ja irgendwo da hinten oben und haben diese tollen Felsen gesehen. Und jetzt stehen wir direkt vor diesen Felsen. Es blendet extrem, weil alles weiß ist. Ich glaube, das ist alles so ein Kalklehm oder sowas Ähnliches. Und es ist extrem heiß wieder mal. Ja, cool, oder? Wir machen uns jetzt ein kleines Sandwich und genießen den Moment einfach mal. Und? Fahren wir weiter? Ja. Schaffen wir. Ja.
So, wir haben unseren heutigen Stellplatz erreicht. Wir werden hier inmitten dieser bunten Felsenlandschaft übernachten. Lukas bereitet da hinten schon alles vor. Lukas hat vor ein paar Tagen diesen Ort auf einer Satellitenkarte gefunden und das sah so schön aus mit den bunten Farben. Deswegen haben wir uns gedacht, wir fahren jetzt hier mal hin und schauen, ob es sich für einen Übernachtungsplatz gut eignet. Die heutige Tour durch diese ausgedehnten Steppenlandschaften mit diesen Felsformationen war richtig cool. Und hat uns teilweise wirklich an eine Mondlandschaft erinnert. Ja, wir werden jetzt mal ein bisschen zusammenpacken, uns etwas kochen wahrscheinlich und dann hoffen, dass die Temperaturen ein bisschen sinken, dass wir dann eine ganz angenehme Nacht haben. Guten Morgen! Wir sind wieder unterwegs. Wir haben gestern Abend noch Besuch bekommen an unserem Stellplatz. Da ist eine kasachische Reisegruppe vorbeigekommen, die auch mit Geländewagen unterwegs waren und mit koreanischen Touristen. Ups. Wir sind jetzt wieder auf einer Schotterpiste unterwegs Richtung Norden. Wir werden jetzt noch zu einem Salzsee fahren. Und dann schauen wir mal, ob wir uns noch ein paar Felsformationen anschauen oder ob es danach wieder zurück auf die Hauptstraße geht. So, wir haben es jetzt zum Salzsee geschafft.
Die Landschaft hier ist wirklich spektakulär. Alles ist komplett flach und weiß und am Horizont spiegelt es. Lukas ist da hinten und isst gerade ein bisschen was. Ich glaube, er isst ein paar kalte Nudeln von gestern. Wir werden hier noch ein kleines Päuschen machen und danach noch ein paar Fotos. Und danach schauen wir mal weiter. Vorher haben wir gesagt, vielleicht entscheiden wir uns spontan dazu, die Nacht hier zu verbringen und einfach hier mitten auf dem Salzsee unser Camp aufzuschlagen. Aber mal schauen, wie wir uns entscheiden. Wäre mit Sicherheit ein richtig cooler Campspot. Schmeckt's? Ja, ist Salz. Was gibt's zu essen? Couscous mit Gemüse. Wir zeigen euch jetzt mal kurz, wo wir uns gerade befinden in Kasachstan, nur dass man so eine kleine Idee davon hat. Also wir sind ja hier von Georgien über Russland nach Kasachstan gefahren. Wir sind hier eingereist. Wir sind dann entlang beim Kaspischen Meer entlang gefahren, hier Richtung Süden, und wir befinden uns jetzt gerade ungefähr hier, mitten in der kasachischen Steppe. Wir werden dann wieder zurück ein bisschen Richtung Norden fahren, zur nächstgelegenen großen Stadt, und von dort dann auch bald, ich glaube in ein paar Tagen, nach Usbekistan einreisen, hier ungefähr. Dann werden wir später durch Usbekistan reisen, danach dann durch Tadschikistan, durch Kirgisistan und danach dann wieder nach Kasachstan zurückkommen und hier den Osten des Landes erkunden. So, hier haben wir nochmal eine detailliertere, größere Karte. Also wir sind da oben von Russland nach Kasachstan eingereist, hier einmal ums Kaspische Meer gefahren, hier Richtung Süden gefahren. Von Beneu sind wir ein Stückchen weiter hier hingefahren und hier dann diese 140 Kilometer Offroad durch die Steppe. Hier haben wir diese schönen Felsennadeln angeschaut, sind dann hier wieder eine andere Route, ungefähr 70 Kilometer Offroad bis hier zum Salzsee gefahren. Hier sind wir jetzt gerade. Und heute werden wir dann wieder auf der großen Straße zurück nach Beneu fahren und dann die nächsten Tage eben nach Usbekistan einreisen.
gibt es so ganz einen coolen Steinbogen. Ich weiß nicht, ob man den so gut erkennt, aber wir haben den schon heute Morgen von unserem Stellplatz gesehen und wollten da einfach mal hinfahren und schauen, wie der ausschaut. Ziemlich groß. Mal schauen, ob man da ein bisschen hochklettern kann. Aber der ganze Boden und alles ist alles ganz salzig und ganz rutschig mit Flipflops und verschwitzten Zehen. Deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig hochgehen. Aber sieht voll geil aus. Wieder zurück zum Auto. Geht's weiter. Während den ganzen Räuberbissen hat es plötzlich ein bisschen gestunken im Auto, so nach Kabelbrand. Aber plötzlich dann nicht mehr. Und jetzt, als wir kurz vor der Asphaltstraße angekommen sind, wollten wir die Reifen wieder aufpumpen, aber der Kompressor ging nicht mehr. Dann habe ich jetzt ein bisschen nachgeschaut und habe festgestellt, dass ein Kabel, der zum Kompressor geht, aufgescheuert wurde und ja, der halt einen Kurzschluss verursacht hatte. Und dann ist vorne die Hauptsicherung vom Kompressor geflogen. Jetzt haben wir halt alles auseinandergebaut, ein Kabel verfolgt und den Kabel wieder geflickt. Und ja, jetzt bin ich gerade wieder dabei, alles zusammenzubauen. Was ist das? Chips mit Kaviar. Chips mit Kaviar. Okay. Danke fürs Einschalten. In der nächsten Episode geht es für uns nach Usbekistan und zu den malerischen Städten der berühmten Seidenstraße.